Hallo, mein Name ist Robert Schachner, ich bin CTO der Embedded Ocean und einer der Köpfe der Xentara-Technologie. Und ich möchte heute mal zeigen, wie einfach diese Modulbauweise von Xentara ist und wie mächtig das dann auch ist und welche Möglichkeiten sich daraus ergeben. Oft sind ja die einfachen Dinge so ganz besonders gut, also gute Dinge sind einfach und das werden wir hier auch in unserem System hier sehen. Und ich möchte jetzt einfach mal einsteigen mit einem I/O-Point. Ja, und so I/O-Points kennt man von verschiedensten Technologien. Ein I/O-Point ist der Anknüpfungspunkt an einen Funktionsbaustein in einer SPS, ist der Anknüpfungspunkt an ein MATLAB-Modell. Ja. Und da kann ich dann auch so meine Verbindung herstellen von dem Anknüpfungspunkt woanders hin. Und jetzt würde man natürlich auch vermuten, ja, wenn das jetzt so was wie bei einem Funktionsbaustein ist, dann steckt halt da eine Adresse dahinter und da geht ein Value rüber und das war's dann. Und spätestens da merkt man, dass Xentara nicht ein OT-System ist, sondern ein IT-System mit den ganzen Methodiken, wie man moderne IT aufbaut, aber mit den Fähigkeiten eines OT-Systems, also eines Echtzeitsystems. So, man sieht jetzt hier diese typischen Elemente, wie man es heute bei modernen IT-Systemen findet. Ich habe also hier den Primary Key, das ist also praktisch die Adresse auf die Variable, und den Name, das ist dann praktisch der symbolische Anteil der Variablenname. Ja. So, das eine ist dann praktisch der Pfad und das ist dann der Name dieses Anknüpfungspunkts. Ja. So, und was darüber hinaus dann geht, ist eine UUID. So, das heißt, das ist eine eindeutige Nummer, mit der das System dann wirklich die Variablen miteinander verknüpft. Das heißt, das ist jetzt alles sehr schön für die Semantik, für das Darstellen, aber die eigentliche Verknüpfung findet über die UUID statt. Sodass es völlig egal ist, ob man später die Namen verändert, weil die UUID unverrückbar so lange bleibt, bis das Ding entweder, ja, bis es wieder gelöscht wird. Ja. Aber ansonsten bleibt diese UUID bis zum Ende. Und das erzeugt eine Menge an Flexibilität und so macht man das heute in modernen Zeiten, dass man einfach Funktionsbausteine miteinander vernetzt. So, und jetzt findet man natürlich hier auch ein Value, aber unser Xentara ist so flexibel, dass es auch sein kann, dass es kein Value gibt. Ja, dass man sagt, okay, da kommt jetzt nur ein Attribut, das heißt ja, nein, also das ist Quality oder so. Ja. Also das ist möglich. Ja. Aber im Value ist natürlich schon das, was wir typischerweise dann auch als Basisinformation transportieren. So, und dann gibt es, ich habe hier nur entsprechend nur zwei Beispiele aufgeführt. Das ist die Update Time, also wann wurde der Wert zuletzt aktualisiert. Und dann haben wir hier noch eine Quality und dann gibt es aber auch noch einen Error. Und Event ist jetzt hier sogar noch was ins Timing-Modell fließt und aktivieren kann, also wieder andere Tasks aktivieren kann. Grundsätzlich ist diese neben den Basisinformationen der I/O-Point so flexibel, dass er auch die Attribute der jeweils angeschlossenen Elemente übernimmt. Beispiel: ein OPC-UA, ist ja auch schon alt, die haben damals Attribute festgelegt. Die haben gesagt, also wenn wir sinnvoll Daten übertragen wollen, also hier praktisch über einen I/O-Point irgendwo hin übertragen wollen, dann gibt es fest definierte Attribute, die da dabei sein müssen. So, und wenn wir jetzt praktisch einen OPC-UA-Client an unserer Xentara andocken, dann übernimmt
des Xentara alle Attribute des OPC-UA-Clients und vererbt sie dann bis nach oben, um dort über den OPC-UA-Server wieder nach draußen zu gehen, ohne dass wir irgendeinen Informationsgehalt verlieren. Das heißt also, dieser I/O-Point ist komplett flexibel in der Art der Attribute, die möglich sind. Ja, und das liefert uns natürlich eine immense Flexibilität in Anwendung. So, jetzt schauen wir mal in den nächsten Schritt. So ein I/O-Point ist jetzt ein Teil eines Microservices. Ja, das heißt, der Microservice, der hat Eingangsvariablen und Ausgangsvariablen. Die haben alle so oder ähnliche Struktur, können auch unterschiedliche Attribute haben, je nachdem, wo das herkommt. Und innen drin läuft ein Microservice und der Code, der da drin läuft, der weiß nichts von dem, wie es nach außen verknüpft wird. Der kennt nur seine Eingangsvariablen, seine Ausgangsvariablen und hier drin wird was entwickelt. Und diese Logik, die ist ganz universell und wenn man sie gut programmiert, auch sehr schön an verschiedensten Stellen wieder einsetzbar. So, das ist jetzt praktisch so ein Microservice, der kann jetzt programmiert werden in C++, in einem SPS-Code, in einem MATLAB-Modell, das könnte ein Machine Learning-Modell sein oder es ist irgendein eine fertig kompilierte Funktionalität wie jetzt ein OEE oder eine FFT. Genau. Für das Gesamtsystem von Xentara ist es völlig egal, was da drin läuft. Wir haben I/O-Variablen. Mehr ist nach außen nicht sichtbar und ab dem Zeitpunkt, wo das Ganze miteinander verschränkt wurde, spielt es keine Rolle mehr, ob das SPS-Kern ist, ob das C++ ist oder irgendwas anderes. So, jetzt haben wir noch eine weitere Variation zu dem Microservice und das sind dann die Skills. Und die Skills sind jetzt in dieser Richtung völlig identisch zum Microservice, aber haben hier nach draußen noch ein paar Methoden mehr. Das Ganze ist objektorientiert, lässt sich natürlich alles beliebig oft instanzieren und hier habe ich natürlich jetzt noch so Funktionen wie zum Beispiel eine Methode, die heißt Reconnect. Damit kann ich zum Beispiel überprüfen, ob meine Verbindung noch steht und dann entsprechend modellieren, wie ein erneutes Anknüpfen wieder stattfinden kann. Also solche Routinen sind halt zusätzlich zu den einfachen Microservices, die ja nur von einem Interface zum anderen kommunizieren und damit viel weniger Probleme haben können als jetzt ein System, was mit draußen kommuniziert. Ansonsten haben wir hier die gleichen Kriterien wie bei den Microservices. Das heißt, hier ist ein beliebiges Feldbus-Protokoll und hier interessiert es niemand, ob das jetzt ein EtherCAT ist, ein Modbus, ein SPI-Bus oder ob das vielleicht sogar ein Microservice ist. Ja? Wir sehen das Ganze immer nur als Netzwerk an Tasks, die miteinander verbunden sind. So, und das sind eigentlich die grundsätzlichen Funktionalitäten, die ich dann einfach zusammenstecken kann. So, und jetzt kommt noch ein drittes dazu, was jetzt einfach noch Teil des Datenmodells ist, nämlich wir haben das Problem, dass wir bei klassischen OT-Systemen, wenn man da über OPC-UA zum Beispiel rausgeht, dass man dann eigentlich so die technische Architektur abbildet im OPC-UA. Und wenn der Entwickler noch seine persönlichen Variablen reinbringt, dann wird das Ganze ziemlich undurchsichtig. Und wir haben natürlich hier auch eine technische Architektur, mit der wir nach draußen gehen, mit der wir was verarbeiten, mit der wir kommunizieren untereinander, wo wir hier auch Fehlervariablen haben. Selbst wenn diese Funktionen auch Teil einer hierarchischen Struktur sind, sind wir natürlich so ein Stück weit an diesen Blöcken gebunden. Und damit wir uns aber nach draußen präsentieren können, wie wir uns das vorstellen, sei es jetzt zum Beispiel, dass man eine Verwaltungsschale definiert, wie es
nach der Industrie 4.0 Spezifikation heute auch definiert ist. Das heißt, ich bilde dann eine fest vordefinierte Schale mit semantischen Variablen um meine technische Architektur. Das kann ich machen. Ich kann mir aber auch überlegen, dass ich sage, ich habe hier eine Produktionslinie und ich will diese Produktionslinie semantisch so strukturieren, wie es einfach für die ERP-Ebene am besten zu verarbeiten ist. Das heißt also hier mit dem, was stellvertretend jetzt hier als Data Point bezeichnet wird, kann ich hier eine semantische Schicht aufbauen. Und wenn ich diese semantische Schicht dann zum Beispiel mit OPC UA, haben wir hier gar nicht drin, das ist hier nur ein Auszug von etwa 50 verschiedenen Interfaces. Wenn man hier einen OPC UA-Server verbinden würde, dann verbindet sich die semantische Ebene des OPC UA-Servers mit dieser semantischen Schicht und das Ganze an Rollen basiert, sodass man dann praktisch eine standardisierte Verwaltungsschale nach draußen hat, die je nachdem, wie man dann von außen mit den Rollen organisiert ist, halt dann nur diese semantische Ebene sieht oder auch als Servicetechniker vielleicht sogar dann auch diese sichtbar machen kann. Genau, also das sind jetzt erstmal so diese Grundelemente des Xentara Daten- und Informationsmodells. Und jetzt steht ja immer noch dabei, wenn wir in diesen Kernbereich von Xentara reingehen, Timing Model. Und das füge ich jetzt einfach nur mal hier ganz einfach mit hinzu. Das ist eine ganz eigene Thematik, die wir getrennt, da gibt es auch ein Video dazu, zeigen. Das Timing-Modell sorgt jetzt praktisch dazu, dass hier die verschiedenen Tasks im System in einem Multicore-Umfeld organisiert werden, dass zur richtigen Zeit Events, einen Client aktivieren, eine Datenbank aktivieren, zyklisch eine SPS-Funktionalität läuft und. Das steckt hier drin. Wir wollen aber hier nicht weiter darauf eingehen. Stellen Sie sich einfach vor, es gibt hier ein Subset von Skills und Microservices und das regelt genau diese Pipelines, diese Abfolge, das Ausführen. Das wird hier gebaut, geregelt. Okay, so jetzt kann man sich vorstellen, das sind jetzt die Grundelemente von Xentara. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir hier wieder unsere Grundelemente, die Skills und Microservices. Die Semantik steckt da auch noch mit drin. Das haben wir hier generell noch mit da. So, und jetzt braucht Xentara als Kern dieses JSON-File. Ja? Und das lädt praktisch zur Start-up-Phase, lädt es dieses JSON-File. Und in der Pre-Operational Phase werden dann auch diese ganzen Skills aktiviert. Die dürfen sich dann auch initialisieren, zieht also praktisch hier diese Shared Libraries mit dran und aktiviert dann die Pre-Operational Functions in den jeweiligen Skills. Die bereiten sich dann vor. Und wenn alle soweit vorbereitet sind, dann geht Xentara in den Runtime-Modus über, in den Operational Mode und führt dann je nach Timing-Modell, wie das konfiguriert ist, die einzelnen Skills aus. Aber Kern ist dieses JSON-File. Das heißt, ich wechsle das JSON-File und wir haben eine völlig andere Applikation. Ich bin ein Maschinenbauer, ich habe verschiedene Skills und Microservices und ich habe vielleicht 10 verschiedene Maschinen und ich kann aus diesem Pool, den ich mir gebaut habe, mit Teilfunktionen meiner Maschine nur aufgrund von diesem JSON-File meine Maschine zusammenstecken. Und das zeigt dann mal, wie mächtig das wird. Und ja, auch die SPS-Technik wächst in diese objektorientierte Welt hinein und man versucht auch mit Funktionsbausteinen modular zu sein. Braucht immer noch sehr viel, ja, der Entwickler muss halt da mitspielen, damit da nicht die großen Blöcke entstehen, die dann immer schwieriger zu pflegen sind. Bei Xentara ist die Vorgehensweise andere. Man entwickelt Skills. Ja? Und es gibt eine globale Architektur, die zeigen, wie die Skills und Microservices zueinander funktionieren. Und dann stecke ich sie zusammen. Und ein Maschinenbauer wird immer, ich sage jetzt mal so pauschal,
70% an Funktionen haben, die man in jeder Maschine wiederfindet. Ja? Und nur 30% spezifische Funktionen machen das Spezifische dieses Maschinentyps aus. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man hier sich überlegt hat, wie diese Maschinenteile auszusehen haben, dann kann ich diese Funktionsteile sehr schön getrennt pflegen und einfach über dieses File zusammenstecken. Und damit das auch einfach geht, gibt es eben die Workbench. Und die Workbench ist eben in der Lage, dass man die entsprechenden Skills und Microservices anwählt, dass man sie entsprechend parametriert, dass man sie in ein Timing-Modell einfügt und dass praktisch das Gesamtsystem dann so später läuft, wie man sich das hier als Entwickler vorstellt. Und das Ergebnis von der Workbench ist ein JSON-File und dieses JSON-File ist dann die Basis wieder für Xentara. Und wenn man dann ganz effizient sein will, also es gibt ein paar Maschinenbauer, die können das schon, dann könnte man sogar sagen, ich habe hier meine Bestellliste und passend zu der Bestellliste, die der Kunde bestellen kann an Services, an Maschinenfunktionen, wird hier automatisch dieses JSON-File generiert und dann automatisch die Software entsprechend zusammengesteckt. Ja. Abschließend möchte ich natürlich sagen, hier ist das Thema Test und Simulation nicht enthalten. Ja. Das heißt, man testet und simuliert diese einzelnen Skills und Microservices getrennt für sich im Kleinen, sodass, wenn man sie dann später zusammensteckt, dass die in der Regel dann wirklich nahtlos zueinander funktionieren. Ja, und wenn man jetzt da nochmal einen Schritt weiter geht, dann möchte ich jetzt hier eigentlich das Ganze beenden, indem dass ich jetzt hier die grafische Oberfläche zeige, der Workbench. Das heißt, ich sehe hier einen Objektbaum, in dem ein EtherCAD-Bus integriert ist, in dem hier ein Machine Learning Modell am Laufen ist, das eine Anomalie Detection macht. Hier ist die ONNX Engine. Ich habe hier auch ein Timing Modell für mein Machine Learning. Ich habe ein OPC-UA Interface. Ich habe ein MQTT Client, der irgendwie was macht, und Vago ist jetzt in dem Fall ein Modbus Interface in entsprechende Klemmen, und dann haben wir hier noch einen InfluxDB-Client, und das ist alles hier zusammengesteckt worden, und hier auf der Maske sieht man OPC-UA, und da kann man halt dann die Portnummer eingeben und Description, und dann kann man hier Security Options einstellen, und je nach eingestellter Security Option poppen dann hier noch ein paar so Zusatzoptionen auf. Aber man kann sich vorstellen, das ist gleich ausgefüllt, und das war jetzt praktisch ein OPC-UA-Skill, Server-Skill. Ja, und es gibt da entsprechende Beschreibung dazu, damit man weiß, dass dies 4840 der Standardport ist, und so werde ich hier auch durch die Maske durchgeführt, und das Zusammenstecken einer komplexen IT-OT-Plattform mit Echtzeit und Nicht-Echtzeit lässt sich hier in einer Umgebung bewerkstelligen. Auch die Interaktion, das Zusammenspiel aller Funktionen in einem Multicore-Umfeld, und das Ganze mit dieser grafischen Oberfläche, mehr braucht es gar nicht. Das zeigt, wie einfach es gehen kann, wenn man diese beiden Silos, OT und IT, mal konsequent sauber neu aufsetzt und nicht immer versucht, einen MQTT-Client für IT und eine SPS für OT zu verwenden. Ja, und damit endet jetzt hier mein kurzer Vortrag über die Modularität, die in unserem Xentara steckt, und bedanke mich bei Ihnen und würde mich freuen, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit vielleicht auch mal persönlich treffen. Vielen Dank.